Heute gab es eine absolute Premiere am Teddytisch. Wir haben zum allerersten Mal ein Brettspiel aus blankem Hass komplett abgebrochen. Bevor ich euch verrate, welches mittelalterliche Folterinstrument uns 6 Stunden Lebenszeit gekostet hat, starten wir das Video, aber mit purer Tiefenentspannung. Wir werfen magische Gläser durch die Gegend, züchten Kois und erleben eine echte Poker-Enttäuschung. Schnappt euch heute besser gleich einen Schnaps anstatt einen Tee. Diese Folge hat mein emotionales Spektrum gesprengt. Doch wir starten heute erstmal magisch und familiär und vor allem völlig gewaltfrei. Morty Sorty Magic Shop von Schmidt Spiele, ab 8 Jahre, 2 bis 4 Spieler, dauert 30 Minuten. Hier haben wir ein richtig schönes Sortierspiel. Wir sind Zauberlehrlinge und müssen in diesem Spiel hier bunte Gläser in unser dreistöckiges Regal einräumen. Die goldene Regel bei Morty Sorty: die Zahlen auf den Gläsern sind von 1 bis 20 und müssen von links nach rechts strikt aufsteigend sein. Wer da eine 15 vor eine 12 quetscht, fliegt aus der Zauberschule. Die Gläser, kann ich euch mal zeigen, haben unterschiedliche Deckel, die uns schon relativ gut nerven. Die uns vorgeben, wo wir bauen dürfen. Gold darf in jede Etage, Silber darf nur in die Mitte und ganz nach unten. Und dann haben wir noch die schwarzen Deckel und die dürfen nur hier unten ins Regal. Ordnung muss halt sein. Der Mechanismus, wie wir hier an die Gläser kommen, ist relativ lustig und gleichzeitig auch simpel. Es werden jede Runde 5 Gläser blind aus dem Sack gezogen und einfach auf den Tisch fallen gelassen. Endlich ein Spiel, bei dem auch meine Tollpatschigkeit belohnt wird. Die Plättchen sind doppelseitig bedruckt, gleiche Zahl, aber auf der Rückseite ist ein anderer Deckel. Je nachdem wie sie fallen, so liegen sie dann für die Auswahl. Passt euch kein Glas in den Kram, könnt ihr passen und dafür bekommt ihr als Trostpflaster eine Katze. Eine Katze als Problemlöser. Wer von euch vielleicht selbst Katzen hat, weiß, normalerweise werfen die Viecher die Gläser aus dem Regal, statt beim Einräumen zu helfen. Aber hier bei Morty Sorty Magic Shop sind sie wirklich Gold wert. Sie sind eure Joker, mit denen ihr Regeln brechen dürft. Zum Beispiel ein Glas umdrehen oder 2 gleiche Zahlen nebeneinander legen. Was mir hier gut gefällt und woran mich das direkt erinnert hat, das Spiel hat absolute Lucky Number Vibes. Ist aber durch die Etagen und Deckelfarben viel thematischer und pfiffiger. Das Fallenlassen der Plättchen aus dem Sack ist haptisch super und dass die Punktekarten doppelseitig sind, sorgt für Abwechslung. Man bastelt hier so gemütlich vor sich hin, ärgert sich, wenn die 14 einfach nicht kommen will und freut sich über blaue Sondergläser. Wer schachähnliche Tiefe sucht, der wird hier einschlafen. Man kann sich hier relativ leicht komplett verbauen und dann sitzt man da und guckt dumm aus der Wäsche, während die anderen ihre Reihen für Bonuspunkte schließen. Mein Fazit: ein absolut solides, hübsches, gemachtes Familienspiel. Wer Lucky Number schon durchgespielt hat, geht das überhaupt, holt sich hier das magische Update. Und wir bleiben jetzt beim entspannten Puzzeln, aber wechseln das Element Wasser. Hier kommt's. Wassermarsch für Koi von Kosmos. Oder wie ich es nenne, Bonsai mit Kiemen. Die Autoren sind nämlich weitgehend dieselben und das merkt man in jeder Sekunde. Wir züchten hier Kois. Wenn ihr dran seid, habt ihr genau 2 Möglichkeiten. Meditieren, wir atmen tief durch und verbauen unsere gesammelten Teichteile, und Kois. Das sind diese hier, die wir dann da hinlegen. Oder die zweite Option, Karten nehmen. Wir schnappen uns eine Karte aus der Auslage hier in der Mitte. Diese Auslage kennt man aus gefühlt 100 Spielen. 5 Karten liegen hier. Die ganz links kostet euch sogar noch Münzen. Aber je länger eine Karte hier liegt und nach rechts durchrutscht, desto billiger wird sie. Am Ende kriegt man sogar noch Ressourcen hinterhergeschmissen. Wir holen uns also Seerosen, Laub und Steine, puzzeln unseren Teich zusammen und setzen dann die Kois ein. Je nach Größe, je nachdem wie viele Felder wir gepuzzelt haben, können wir verschieden viele Felder belegen. Butter bei den Fische. Klappt hier ganz gut, oder? Koi ist ein richtig schönes Spiel. Aber was gefällt mir gut? Optisch ist es wirklich sehr, sehr schön und macht sich prima auf dem Tisch. Mechanisch ist es eine ganze Ecke anspruchsvoller als Bonsai. Da hatten wir nur den Holzstamm und haben die Äste und Blüten dran geklatscht. Hier müssen wir den Teich passgenau bauen und die Fische schlau reinsetzen, weil die oft nur fette Punkte bringen, wenn sie eben nicht aneinander grenzen. Und das erfordert ein bisschen mehr Hirnschmalz unter der Wasseroberfläche als bei Bonsai. Aber es ist Bonsai. Im Ernst, als ich das gespielt habe, dachte ich, Moment mal, das kennst du doch alles. Es fühlt sich so unfassbar vertraut an, dass fast schon ein bisschen die Spannung fehlt. Wenn ihr Bonsai schon im Regal stehen habt,
müsst ihr euch ehrlich fragen, ob ihr denselben Mechanismus nochmal in nass braucht. Habt ihr Bonsai aber verpasst, dann greift hier bedenkenlos zu. Ein tolles, zugängliches Legespiel für Familien. Und jetzt verlassen wir den Teich. Ich lasse aber trotzdem mein blaues Wasser-T-Shirt an und gehen ins Casino. All in. Alles auf Risiko. All in Karten des Schicksals. Der Autor ist Phil Walker Harding. Der Mann hat uns beigebracht, wie man Bären parkt. Und jetzt will er mit uns pokern. Wir haben ein Kartendeck aus Zahlen und Bildkarten. Bube, Dame, König, Ass in 4 Farben. Ziel ist es, am Ende der Runde das fetteste Pokerblatt auf der Hand zu haben. Straight Flush, Vierling, was das Herz begehrt. Der Kniff, die Karten haben nicht nur Zahlen, sondern die haben auch Aktionssymbole. Spielt ihr eine Karte aus, müsst ihr, wenn da ein Stern drauf ist, eine Pflichtaktion ausführen. Oder ihr dürft freiwillig, wenn da kein Stern dran ist, Zusatzaktionen machen. Was sind das für Aktionen? Wir tauschen Karten, wir ziehen neu, wir manipulieren die Auslage in der Mitte. Sobald die Tischauslage voll ist, endet die Runde. Und das ist abhängig von der Spielerzahl, wie viele Karten da liegen müssen. Bei 2 Personen waren es, glaube ich, 8 Karten. Und dann kommt das eigentliche Gimmick. Bevor die Karten aufgedeckt werden, müsst ihr einen Wettstein auf die Person legen, von der ihr glaubt, dass sie das höchste Blatt in dieser Runde hat. Liegt ihr richtig, dann regnet es Extrapunkte. Ein Brettspiel Poker von Phil Walker Harding klingt auf dem Papier wie ein Royal Flush, weil bei uns aber eher ein paar Zweien. Was ich gut finde hier, die Idee, seine Pokerhand durch Aktion zurechtzutrimmen, ist eigentlich relativ cool. Auch das Wetten auf den Gewinner bringt nochmal eine schöne Ebene rein, weil man nicht zwingend das beste Blatt haben muss, um zu punkten. Was mir jetzt aber nicht so gefallen hat, und ich glaube, das liegt wirklich nur an der Spielerzahl, wir haben es nämlich nur zu zweit gespielt, und ich sag euch, All In war bei uns da eher All Out. Zu zweit funktioniert dieser Wettmechanismus überhaupt nicht. Zu zweit gibt es nämlich eine Sonderregel. Man sitzt sich gegenüber, starrt sich an wie 2 kaputte Spielautomaten und denkt, bluffen ist quasi unmöglich, weil man eh alles mitkriegt, was der andere aus der Mitte zieht. Der Funke sprang zu zweit absolut 0 über. Dieser Wettmechanismus ist zu zweit auch nochmal anders. Man nimmt einen Stein, den man hat, den Wettstein in der Hand, und bei 3 macht man dann die Hand auf und hat man den Stein in der Hand, dann sagt man selber hat das höhere Blatt, macht man die Hand offen, wo der Stein nicht ist, dann sagt man, der Gegner hat das höhere Blatt. Es wird definitiv nicht mein neues Lieblingsspiel von Phil Walker Harding, aber ich gebe dem Spiel den Benefit of the Doubt. In einer vollen Runde mit 5 Leuten, wenn Chaos am Tisch herrscht und keiner weiß, wer was auf der Hand hat, dann läuft das bestimmt super hier und zündet auch. Für reine 2-Spieler-Runden lasst die Karten lieber in dem Schicksalskarton. So, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Monster, zu einer richtig fetten Schachtel. Oh, dem Brecher heute. Ich stelle ihn mal direkt hier hin, mir zu schwer die ganze Zeit festzuhalten. Dem mittelalterlichen Folterinstrument. Oh, ich muss aufpassen, dass hier liegen bleibt. Namens Feudum von Mark Svensson. Auf Boardgame Geek hat das Ding eine Komplexität von über 4,5. Auf der Schachtel steht 80 bis 180 Minuten. 180 Minuten? Ja, vielleicht wenn ihr auf 4-facher Geschwindigkeit spielt und die Anleitung ignoriert. Was tun wir hier? Area Control im Mittelalter. Der Kern ist ein Action-Programming. Jeder von uns hat exakt die gleiche Kartendeck mit 11 Aktionen. Zu Beginn jeder Runde suchen wir uns geheim 4 Karten aus, die wir spielen wollen. Und dann decken wir reihum eine Karte auf. Man muss also exakt planen. Was spiele ich wann? Wir latschen dann über den Plan, bauen Farmen und Städte. Der Clou, wenn ich eine Farm habe, produziert die Rohstoffe. Bleibt aber ein Mitspieler dreist auf meiner Farm stehen, packt er sich meine Rohstoffe einfach in die eigene Tasche. Willkommen im Mittelalter, hier wird geklaut. Dazu gibt es 6 Gilden. Wer dort durch clevere Bauaktionen den meisten Einfluss sammelt, wird der Gildenmeister und darf dann völlig abstruse, übermächtige Gildenaktionen ausführen. Und das war jetzt nur ein kleiner Überblick, denn ihr wisst, 4,5 Komplexität, da sitze ich noch 3 Stunden hier, wenn ich es erzähle. Fast so lange, wie wir es gespielt haben. Und jetzt sage ich euch mal ganz ungeschönt, wie unser Abend lief. Wir haben um circa 6:15 mit den Regeln angefangen. Um 12:30 nachts, nach fast 6 Stunden, waren wir gerade mal am Ende der 3. Runde von 5 Runden. Und dann ist es passiert. Zum allerersten Mal in der Geschichte des Teddytisch, wir haben abgebrochen. Wir haben uns alle 4 angeguckt und dunkle Augenringe bewundert und gesagt, du siehst aber scheiße aus. Nee, wir haben gesagt, komm, mach zu den Karton, es reicht. Was ist das Problem? Die Aktionen auf den Karten sind gar nicht das Schlimme. Aber was da alles an Ausnahmen, Rattenschwänzen, Wenn-Dann-Bedingungen dranhängt, ist der pure Wahnsinn. Der Endgegner dieses Spiels ist nicht der Mitspieler, es ist das Regelbuch.
Die Anleitung liest sich, als hätte sie ein betrunkener Mönch im Fieberwarm auf Latein verfasst. Man findet nichts, man blättert ständig zu viert in diesem Heft rum. Mein Regelbuch, kann ich euch mal zeigen, ist völlig ausgefranst von der einen Partie, weil jeder das mal in der Hand hatte. Das bremst den Spielfluss auf Null. Und das Spiel, es ist fies. Ein Mitspieler kontrollierte bei uns die Rittergilde und dessen Gildenaktion war es, meine mühsam gesammelten Einflussmarker einfach vom Brett zu schmeißen. Ich saß da stundenlang und konnte nichts machen, außer zusehen, wie meine Lebenszeit verrinnt. Und ganz ehrlich, nach 3 Runden fühlte sich das Spiel extrem repetitiv an. Man macht immer irgendwie wieder denselben Kram. Mein Fazit, das Artwork ist abgefahren und ja, wer es mag, dann ist es schön. Es ist auf jeden Fall was Besonderes, keine Frage. Hardcore-Experten, die sich 10 Stunden durch Regeln quälen wollen und auf absolute Bestrafung stehen, also jetzt nicht mit der Peitsche auf dem Hintern, sondern beim Spielen, werden Feudum lieben. Aber für mich, one and done. Das Ding wandert ganz weit nach hinten ins Regal. Ich brauche jetzt erstmal einen Entspannungstee. Puh, das war meine Runde für heute. Ein echter Ritt auf der Rasierklinge. Wir hatten extrem gemütlichen Puzzlespaß mit Zauberkatzen, mit Morty Sorty und nasse Déjà-vus mit Kois. Wir hatten eine eher lahme Pokerrunde, aber allerdings glaube ich auch wirklich, weil es zu zweit war, mit All-In, denn ich mag eigentlich Phil Walker Harding. Und wir hatten einen epischen 6 Stunden lang Traumaabbruch mit Feudum. Was sicherlich kein schlechtes Spiel jetzt ist, ja, wo man sagt, grottig schlecht, aber einfach in unserer Runde ist es auch nicht angekommen. Habt ihr schon mal ein Brettspiel mittendrin abgebrochen? Welche Schachtel hat euch denn in den Wahnsinn getrieben? Ich brauche seelischen Beistand. Bitte schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn wir das nächste Mal und dann hoffentlich wieder tiefenentspannt am Teddytisch sitzen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, spielt was Schönes. Und bloß nichts, was 6 Stunden dauert und dann die halb vorbei ist. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.